Es ist Mittwoch und das ist das erste Mal, dass ich für meinen Vlog drehe diese Woche. Am Montag habe ich es einfach komplett vergessen und am Dienstag war ich so beschäftigt, dass ich abends dachte, da war doch was. Ja, und jetzt habe ich das erste Meeting am Meeting-Mittwoch schon geschafft. Hab nachher noch eins, aber die restlichen waren irgendwie alle schon gestern. Ja, cool. Ja. Nach den ganzen Kundenmeetings hatte ich an dem Tag auch noch ein Gespräch mit meinen Bürokolleginnen, denn wir sind ja eine Bürogemeinschaft in diesem Büro und ich habe schon eine ganze Weile darüber nachgedacht, dass das nicht mehr so für mich funktioniert. Und an dem Tag haben wir über die Zukunft unserer Bürogemeinschaft gesprochen. Ich habe nämlich für mich entschieden, dass das so, wie es jetzt ist, nicht mehr für mich geht. Also das hat gar nichts mit den 3 persönlich zu tun, sondern eher, dass ich in den letzten 2,5 Jahren gemerkt habe, dass ich einfach am allerliebsten alleine arbeite. Und das gar nicht so zu schätzen weiß, dass man da einen Platz hat, an dem man dann zu 2, zu 3 oder eben auch zu 4 zusammensitzt und mich das eher ablenkt, als dass ich da wirklich ins Arbeiten komme. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden, unsere Bürogemeinschaft aufzulösen. Und was mit dem Büro jetzt genau passiert, also ob ich das alleine weiterführe oder kündige, das weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau. Aber ihr werdet das auf jeden Fall hier erfahren, schätze ich. Von daher abonniert. Ja, bleibt dran. Auf jeden Fall ging es nach dem Meeting Mittwoch für mich dann erstmal wieder nach Hause. Und hier wollte ich einfach nur noch mal zeigen, wie super süß Gimli auf seinem kleinen Sofa aussieht. An dem Donnerstag gab es dann wieder richtig viel zu tun, denn es war die letzte Woche mit einem Kunden und da gab es noch einiges fertigzustellen. Und gleichzeitig ist auch ein neues Projekt angelaufen und auch hierfür gab es dann natürlich viel zu tun mit Abstimmungen und Einrichtungen. Denn es ist ja immer so, bei neuen Projekten ist der organisatorische Aufwand erstmal riesig. Und so auch hier. Hier ging es um die Einrichtung eines Business Managers. Und jeder, der mal mit dem Business Manager auf Facebook gearbeitet hat, weiß, wie buggy das ist. Und naja, also irgendwas ist immer. Ich habe schon lange keine Einrichtung eines neuen Business Managers mehr erlebt, die komplett problemfrei abgelaufen ist. Ja, also da ist selbst für jemand wie mich, der wirklich sehr viel darin arbeitet und eigentlich täglich in diesem Tool unterwegs ist, einfach, ja, manchmal, ja, was soll ich sagen, 0 von 10, kein Spaß macht das, aber gut. Leider musste ich dann auch Kontakt mit dem Facebook-Support aufnehmen und jeder, der schon mal Kontakt mit dem Facebook-Support aufgenommen hat, weiß, dass auch das keinen Spaß macht und man da teilweise sehr, sehr zähe Gespräche führen muss und immer wieder erklären muss, was jetzt das Problem ist. Und in dem Fall war es tatsächlich ein technisches Problem bei Facebook und Stand heute ist das Problem auch immer noch nicht gelöst, aber der Facebook-Support ist weiter dran, deshalb drückt mir gerne die Daumen. Nach dem ganzen Hin und Her mit dem Facebook Business Manager, dem Support, das, war erstmal Pause angesagt, na klar. Und ich nutze schamlos jede Gelegenheit, das Sofa nochmal in dieses Video zu schmuggeln. Am Freitag gab es dann endlich einige Fortschritte bei dem neuen Kundenprojekt. Also das, bei dem ich mit dem Facebook-Support in Kontakt war. Es ist zwar noch nicht ganz gelöst, aber zumindest konnte ich sowohl mit dem Kunden als auch mit dem Facebook-Support einmal sprechen. Und ja, das war ein schöner Wochenabschluss. Danach gab es dann noch meinen Admin Friday. Darüber habe ich schon in meinem Kalendervideo mehr dazu erzählt. Kurz gesagt geht es darum, dass ich jeden Freitagnachmittag nochmal meine E-Mails checke und da gucke, dass ich alles bearbeite. Dann räume ich digital auf, das heißt, ich gucke in meinem Downloads-Ordner, was kann da weg, was muss da weggeräumt werden, welche Projekte kann ich archivieren und ja, das ist so mein Wochenabschluss. Und den restlichen Abend habe ich dann damit verbracht, eine neue Website zu erstellen. Dazu habe ich im letzten Video schon ein bisschen was erzählt. Ich bin ja aktuell so im Zines-Fieber
und dachte mir dann irgendwie, dass das gar nicht so auf meinen aktuellen Plattformen Platz findet. Und als hätte ich nicht schon genug, habe ich natürlich einfach gedacht, gut, dann mache ich eine neue Website, zines.cool. Und klar, was braucht man sonst noch? Natürlich auch einen neuen Instagram-Kanal, ganz klar. Also wenn ihr euch für Zines interessiert, dann folgt da gerne mal und guckt gerne auf der Website vorbei. Es ist noch nicht allzu viel drauf, aber ja, kommt auf jeden Fall noch. Am Samstagabend war ich dann auf einem Riso-Workshop im Lucky Cat Studio. Das wird von Lisa geführt und Lisa macht regelmäßige Anfänger-Workshops zum Thema Risografie. Und ich habe ja auch einen eigenen Riso, der läuft aber leider noch nicht, den müsste ich mal reparieren. Und an dem Abend habe ich natürlich auch ein Zine gedruckt. Auch wieder über meine Katzen, klar. Und der Titel des Zines lautet Cats and Croissants. Und das hat wirklich super viel Spaß gemacht. Und ich konnte an dem Abend auch alle Drucke mit nach Hause nehmen, musste sie aber dann erstmal ein bisschen trocknen lassen, bevor ich sie falte. Also musste ich mich da so ein bisschen in Geduld üben. Die Woche startete dann recht langsam. Mero hat hier das perfekte Bild geliefert. Und eigentlich sollte ich meine Riso-Drucke ja noch ein bisschen trocknen lassen. Ich musste es natürlich trotzdem ausprobieren. Und so sieht mein Zine aus. Dann am Dienstag habe ich viel für die Kampagne für das neue Kundenprojekt getan. Das kann ich jetzt leider nicht direkt zeigen, deshalb seht ihr mich jetzt hier beim Journalen. Aber ich habe an dem Tag die Texte für die Werbeanzeigen geschrieben, Bilder und Animationen erstellt und generell die Zielgruppen und die Kampagne geplant. Und ich habe auch direkt erstes Feedback vom Kunden eingeholt und konnte mich dann direkt schon an die Überarbeitung machen. Bin auf jeden Fall sehr gut im Zeitplan mit der Kampagne. Erfreulich. Und bestimmt wundert ihr euch schon und fragt euch, ob ich immer noch jeden Mittag raus spazieren gehe. Und ich kann euch beruhigen, ja, tue ich. Also aktuell bin ich echt schlecht im Vloggen. Ich habe gerade da muss ich reingucken. So schlecht bin ich. Ich habe gerade meinen neuen Jenny Works Blogpost geschrieben und setze mich jetzt an den Newsletter. Den Blogpost wollte ich gestern schon schreiben, habe es aber nicht hingekriegt. Und ja, jetzt ging es mir aber super von der Hand. Also war gut, dass ich es gestern nicht gemacht habe. Und ja, jetzt noch den Newsletter. Und dann kann der heute rausgehen. Oh, hi Kims. Na klar läufst du jetzt hier vorbei. Wow. Nachdem der Blogpost schon so gut geklappt hat, hat auch der Newsletter recht schnell funktioniert. Und ich habe inzwischen ja schon über 100 Jenny Works Newsletter geschrieben. Und manchmal denke ich so, ich muss das Format irgendwie mal aktualisieren und irgendwas Neues, Freshes machen. Aber ja, habe da noch gar keine Idee. Dachte, ich droppe das hier nochmal. Naja, das ist eine Frage für einen anderen Vlog. Nach dem Vergnügen kommt ja bekanntlich die Arbeit und ich bin ins Büro marschiert, denn es war ja auch schon wieder Meeting-Mittwoch. Und ich habe mir erstmal einen Tee gemacht, weil es schon wieder richtig eisig im Büro war. Das Heizungsproblem besteht nämlich noch immer, aber mit Tee war das ganz gut auszuhalten. Und an dem Mittwoch gab es ungewöhnlich viele Meetings und dementsprechend kam ich neben dem ganzen Telefonieren gar nicht richtig zum Arbeiten. So geht es mir oft am Mittwoch, weil mir Telefonate immer so krass viel Energie ziehen. Ich glaube auch, dass es schon passt und die Leute jetzt nicht sagen, oh, die aber ganz falsch, tschüss. So. Irgendwann hatte ich es geschafft und dann bin ich auch schon wieder schnell nach Hause zu den beiden Schnurrbarts. Am nächsten Tag hatte ich dann leider schon wieder so viele Termine, deshalb bin ich nochmal ins Büro geflüchtet. Hauptsächlich ging es dann nochmal um die Kampagne vom Dienstag. Da musste ich wieder sowohl mit dem Facebook-Support als auch mit dem Kunden sprechen und noch einige Anpassungen vornehmen an den Bildern, Texten und Animationen. Und weil ich das wieder nicht zeigen kann, seht ihr mich hier in meiner Mittagspause, wie ich eine Salatbowl esse und YouTube-Videos gucke.
Freitags war ich dann irgendwie schon komplett durch und habe gar nicht mehr so viel getan. Aber ich habe mir einen neuen Mantel gekauft. Den seht ihr hier, wie ich hier fesch unter den ersten Kirschblüten herumlaufe. Ja, und das war es dann auch schon für diese Woche fürs Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Liked, subscribed, shared, kommentiert, macht all diese Dinge, die der YouTube-Algorithmus gerne hat. Vielen Dank und wir sehen uns nächstes Mal wieder.